2024 kam die vierte Generation des Škoda Superbs auf den Markt. Ich habe euch heute die dritte Generation mit Facelift mitgebracht und werde euch die Unterschiede zeigen. Und am Ende des Videos verrate ich euch, ob sich der neue für euch lohnt. Optisch ist der Škoda Superb eher zurückhaltend und bleibt dem Simply Clever treu. Aber ich muss sagen, hier mit dieser Kombi aus Schwarz und Weiß sieht es schon sehr, sehr cool aus. Vor allem mit dem Kühlergrill, der hier mit diesen zweifachen Lamellen, ja, finde ich, sehr aggressiv aussieht und irgendwie auch sehr schön. Bei der vierten Generation ist er dann noch etwas kantiger, etwas prominenter nach vorne. Und gefällt mir daher auch sehr gut, ist dann mit Anthrazit umrahmt. Hier das Logo ist noch, ja, wie wir es von Škoda kennen. Bei der vierten Generation ist das dann zweidimensional, sieht dadurch auch etwas anders aus. Wir haben Matrix-LED-Scheinwerfer hier. Beim Facelift ist es das erste Mal, dass wir beim Škoda Superb Matrix-LED haben oder wie sie bei Škoda heißen, Škoda Crystal Lightning. Bei der vierten Generation haben wir ein wenig eine andere Linienführung, sieht aber sehr ähnlich aus. Ich habe euch heute den Škoda Superb in der Sportsline mitgebracht. Damit hat er ein paar mehr schwarze Akzente und 19 Zoll Felgen. Ja, was die Abmessungen anbelangt, da gibt es dann doch ein paar Unterschiede zur vierten Generation. Dieser hier ist 4,86 Meter lang und somit 4 cm kürzer als die vierte Generation, 1,86 Meter breit und somit 1 cm breiter als die vierte Generation und 1,48 Meter hoch und damit 4 cm tiefer als die vierte Generation. Der Radstand, der ist bei beiden gleich und zwar 2,84 Meter. Seitlich, finde ich, sind die Unterschiede eher begrenzt zur vierten Generation. Ich mag sehr gern, dass wir diese Kante hier haben. Das ja, macht es ein bisschen aufregender. Das Auto ist ja doch eher zurückhaltend sonst. Die Heckscheibe ist abgeflacht und generell wirkt das Heck relativ rund und stimmig. Das ist bei der vierten Generation etwas anders. Da haben wir etwas mehr Kanten. Mir persönlich gefällt es bei der vierten Generation etwas besser, da gibt es etwas mehr Konturen. Bei der dritten Generation mit Facelift haben wir diese Chromleiste, die die zwei LED-Rückleuchten verbindet. Die fällt bei der vierten Generation weg. Mich interessiert jetzt aber, was sich alles im Innenraum getan hat und deswegen schauen wir uns den jetzt an. Im Innenraum des Superbs haben mich vor allem die Materialien begeistert und zwar wurde hier mit Kunststoff gearbeitet, der ist aber schön unterschäumt und auch hier haben wir Alcantara in den Seiten von den Türen, das finde ich total schön, hängt auch mit der Sportsline natürlich zusammen, da haben wir auch diese Carbon-Optik-Elemente, die alle ein bisschen sportlicher wirken, genauso wie die Sportsitze, das sind zwar jetzt keine Schalensportsitze, aber trotzdem geben sie einen guten Halt und ja, wirken etwas sportlicher, haben auch einen schönen Mix aus Leder und Alcantara und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das Lenkrad ist auch sportlich abgeflacht und fühlt sich gut an, auch in der Hand mit dieser Orangenhaut hier an der Seite fühlt sich das Ganze sehr hochwertig an. Ich blicke auf ein digitales Cockpit und da kann ich mir alle Fahrinformationen anzeigen lassen, kann auch unterschiedliche Ansichten mir anzeigen lassen. Das heißt, auch das finde ich sehr, sehr positiv. Trotzdem ist seitlich analog eingezeichnet, ja, wie der Tankstand ist und die Öltemperatur. Ich finde das Design, wie das aufbereitet ist hier, ja, sehr, sehr gut und das gefällt mir auch. Wenn wir uns die Mittelkonsole anschauen, dann haben wir hier ein 9,2 Zoll Infotainment-Display. Das ist mittels Touch bedienbar, aber auch mit Drehreglern. Wir haben hier die Menüpunkte angezeigt und die kann man dann mit Touch bedienen. Bei der vierten Generation sieht das Ganze etwas anders aus. Und zwar fällt das Infotainment-Display etwas größer aus. Da haben wir zwischen 10 und 13 Zoll je nach Ausstattungsvariante und es ist aufgesetzt und nicht mehr so hier integriert im Armaturenbrett.
Kann man mögen, muss man aber nicht. Ich persönlich finde es ganz schön, kenne aber auch Leute, die es weniger gern haben. Die Lüftungsauslässe sind jetzt hier oberhalb des Infotainment-Displays bei der 4. Generation und das, finde ich, sieht halt extrem cool aus. Ist es halt wirklich so, dass es sich die Lüftung über das ganze Armaturenbrett zieht und aussieht wie ein kühler Grill. Also da hat Škoda designmäßig auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Die Klimaanlage lässt sich mittels Drehregler bedienen. Bei der 4. Generation haben wir hier Smart Dials. Ich persönlich bin ein super großer Fan davon, finde aber auch hier, dass es ganz wertig gemacht ist und sich gut anfühlt. Also auch da auf jeden Fall positiv. Ich gebe für die Optik 4 von 5 Sternen. Vor allem das Interieur hat mich total überzeugt mit der Verarbeitung der Materialien. Außen sieht er auch ja eben schlicht und schön aus, vor allem auch zeitlos, ist aber auch etwas unaufgeregt. Ich persönlich finde ja beim Octavia zum Beispiel zweigeteilten Scheinwerfer etwas aufregender, etwas cooler und deswegen finde ich, ist er mir ein bisschen zu zurückhaltend, daher ein Sternabzug. Was sagt ihr? Seid ihr Team integriertes Infotainment-Display oder gefällt euch das aus der 4. Generation besser? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Schauen wir uns das Infotainment etwas genauer an. Wir haben ein 9,2 Zoll Touch-Display und trotzdem sind die Menüpunkte hier angeschrieben, können aber dann hier so gesteuert werden mittels Touch. Drehregler gibt es trotzdem noch und das gefällt mir auch sehr gut. Damit kann man dann die Lautstärke einstellen. Ja, ansonsten ist das Menü schon mal recht übersichtlich. Es reagiert auch sehr schnell, wenn ich hier wische. Also auch das 1A. Wir haben die üblichen Verdächtigen, also zum Beispiel hier die Radiosender, die man dann hier so durchwischen kann und aussuchen kann, aber auch die Senderliste, also auch das funktioniert sehr gut, können hier zurückgehen oder eben immer wieder auf den Menüpunkt klicken. Ja, Medien, Škoda Connect, SmartLink, Telefon, weil wir können unser Telefon verbinden und zwar entweder mittels Bluetooth oder aber auch, und das geht dann hier bei App, wir können auch mit Apple CarPlay oder Android Auto unser Handy verbinden, also auch das sehr, sehr positiv. Ich gehe wieder auf den Menüpunkt, kann auf Fahrzeug klicken und mir da ja vor allem Daten zum Verbrauch anschauen und habe dann hier einen Green Score, wie gut ich eher umweltschonend gefahren bin. Wie wir sehen, ist das bei mir jetzt nicht so der Fall, deswegen schnell weg von diesem Menüpunkt. Das optionale Navigationssystem, das wir jetzt hier nicht haben, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Und dann auch hier noch ein paar Setup-Optionen. Da können wir Zeit und Datum umstellen, aber auch ja, verschiedene Optionen zur Beleuchtung, Sprache und ähnliches. Also auch hier, wenn wir in den Bildschirm reingehen, können wir uns ja gewisse Sachen ändern, auch ob wir einen Touchscreen-Ton haben wollen oder nicht. Also alle Einstellungen befinden sich dann hier. Wenn wir zurück auf den Menüpunkt gehen, ja, dann können wir noch die Klimatisierung hier einstellen. Auch hier haben wir Sync, Aircare und ähnliches. Auch das lässt sich dann alles von hier aus einstellen. Ja, alles in allem würde ich sagen, ist das sehr übersichtlich, es reagiert total schnell und daher gibt es von mir auch 5 von 5 Sterne, weil ich kann hier nichts, weil ich habe hier auch wirklich nichts zu bemängeln. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier gefallen mir so viele Dinge. Fangen wir aber trotzdem mit der Tür an. Und zwar die Qualitätsstandards von vorne, die ziehen sich auch im Fond. Und zwar haben wir auch hier Soft Touch, das Alcantara in der Tür, diese ja, Carbon-Optik-Elemente. Und ich finde, generell sieht das alles ja sehr hochwertig aus. Und das, muss ich sagen, ist positiv, ist meistens nämlich nicht der Fall. Und zwar hat man es dann meistens nur bei der Fahrertür und vorne und hinten ja, lässt die Qualität nach. Das ist hier nicht der Fall, also top. Wir haben auch ein Licht hinten, finde ich sehr gut und man kann sich auch noch anhalten. Ich weiß, vielen ist das vielleicht nicht so wichtig. Ich persönlich finde das immer ganz gut. Super positiv ist auch dieses wunderschöne Panoramadach. Das zieht sich nämlich bis nach hinten.
Also kann man auch hier hinten sehr schön in den Himmel schauen und träumen bei Langstreckenfahrten. Also auch das hat Škoda richtig gut gelöst. Ja, und was gibt es dann noch Positives zu sagen? Also schaut euch mal diese Beinfreiheit an. Der Sitz ist jetzt auf meine Größe eingestellt, also auf 1,63 Meter. Deswegen habe ich auch richtig viel Beinfreiheit, aber dieser Sitz ist jetzt für eine Person eingestellt, die circa 1,80 groß ist, und auch da ist noch richtig viel Beinfreiheit. Und ich weiß gar nicht, wie tief ich hier in den Sitz noch reingehen soll, aber es ist wirklich unfassbar viel Platz hier hinten, und das ist vor allem für die Langstrecke oder wenn man größere Menschen mitnimmt hinten sehr, sehr praktisch. Kommen wir zum Sitzkomfort. Das ist der letzte Punkt, den ich auch ansprechen möchte, und der ist auch hier wirklich sehr angenehm und auch in der Mitte, also auch bei diesem Mittelsitz, der ist ja ganz gut gepolstert, nicht zu hart. Also auch das ist sehr gut gelöst. Wir haben hier auch noch eine Armlehne, die wir runterklappen können. Wenn wir das hier aufklappen, ja, das ist jetzt nicht so gut gelöst. Hätte man vielleicht etwas schöner lösen können. Aber hier können wir dann auch noch unsere 2 Flaschen reinstellen, weil wir 2 Cupholder haben. Eine Durchreiche in den Kofferraum gibt es auch. Immer sehr praktisch. Und wenn wir schon bei praktisch sind, dann kommen wir auch hier zu dieser kleinen Klappe. Darunter verbergen sich 2 USB-Anschlüsse und eine Steckdose. Ja, was will man eigentlich mehr? Nach dem Raumwunder im Fond ist meine Erwartungshaltung an den Kofferraum ziemlich hoch. Und zwar haben wir 660 Liter Ladevolumen. Das sind 30 Liter weniger als bei der 4. Generation. Da ist der Kofferraum etwas gewachsen. Wenn wir allerdings die Rücksitze nach vorne klappen, sind es 1950 Liter. Und das ist dann wieder mehr als in der 4. Generation. Dort sind es 1920 Liter. Schauen wir uns den Kofferraum mal etwas genauer an. Es gibt ein paar Škoda-Gadgets, die wir ja gerne haben, die wir mögen. Zum Beispiel dieses kleine Licht, das man hier rausnehmen kann. Und auch eine Matte drinnen mit dem Škoda drauf. Gefällt mir persönlich ganz gut, ist eine kleine Spielerei. Eine 12 Volt Steckdose und die Rücksitze lassen sich ganz einfach hier zweigeteilt nach vorne klappen. Ja, ihr seht es, die Getränkekiste, die ist schon drinnen und da passen auch einige andere rein. Das heißt, für die Langstrecke mit viel Gepäck ist der Škoda Superb auf jeden Fall geeignet. Es wird euch nicht wundern, ich gebe fürs Platzangebot 5 von 5 Sternen. Ich habe hier wirklich nichts zu sagen, es ist superb. Seid ihr genauso begeistert vom Kofferraumvolumen wie ich? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare eure Erfahrungen mit dem Superb. Ich bin jetzt gespannt, wie schnell der Superb von 0 auf 100 kommt mit seinen 190 PS, und deswegen machen wir jetzt die Beschleunigungsfahrt. Los geht's, ich drücke voll aufs Gas und ja, es ruckelt ein wenig, da merkt man, das DSG ist nicht ganz so flüssig, schalte es nach oben und wir sind bei 100 und das in 8,4 Sekunden. Wenn wir das vergleichen mit der 4. Generation, auch dem mit 190 PS, zwar mit Allrad, also schon ein bisschen anders, der braucht nur 7,5 Sekunden von 0 auf 100, also auch da wurde dann schon ein bisschen nachjustiert. Aber es ist in Ordnung. Ganz ehrlich, es ist kein Rennauto, es ist auch vollkommen okay. Man kommt recht gut voran, aber es ist ein bisschen verzögert. Also es ruckelt schon ein wenig. Ich bin jetzt unterwegs mit dem Škoda Superb und habe natürlich schon gleich ein paar positive und negative Fahreigenschaften rausgefunden. Und möchte auch gleich mit dem Positiven starten. Was mir super positiv aufgefallen ist, ist die Rundumsicht. Ich finde, die ist richtig gut. Erwartet man von so einem Auto natürlich auch in gewisser Weise. Aber hier fällt es wirklich auf. Auch das Fenster zwischen der C- und D-Säule ist relativ groß. Und deswegen hat man auch einen sehr guten Rundumblick. Zweiter positiver Aspekt ist auf der Landstraße, und da fühlt sich dieser Škoda Superb ja auch wohl, Landstraße, Autobahn, und zwar vor allem eben auch für Langstrecken.
Und da kann ich ihn mir einfach super gut vorstellen, weil er super leise ist. Also es ist total gut gedämmt, man hört irgendwie keine Abrollgeräusche oder ähnliches. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm ruhig im Innenraum. Und mein letzter positiver Aspekt hängt auch mit der Langstrecke zusammen oder zumindest warum dieses Auto so langstreckentauglich ist. Und zwar ist es der Sitzkomfort. Der ist hier wirklich gegeben. Das ist total angenehm. Und zwar haben wir einen super Seitenhalt hier, aber auch die Beine sind eigentlich ganz gut ja so eingebettet. Und es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Also Langstrecke kann ich mir total gut vorstellen. Es ist nicht zu hart, aber auch nicht super weich, wo man so einsackt. Also das hat Škoda hier sehr, sehr schön gelöst. Natürlich sind mir während der Fahrt auch ein paar negative Aspekte aufgefallen und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Einer dieser negativen Aspekte ist die Lenkung. Ich finde, die könnte etwas exakter sein. Hier wird es sich wahrscheinlich empfehlen, die optionale Progressivlenkung zu wählen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es einfach noch ein bisschen eine direktere Lenkung ist und ja, etwas genauer abgestimmt. Die ist natürlich nicht dann gekoppelt zu dem Antrieb. Das heißt, nur weil wir dann ein bisschen eine sportlichere Lenkung haben, heißt es nicht, dass wir ein sportlicheres Fahrverhalten haben. Das ist aber auch total in Ordnung. Ich finde, das muss bei dem Auto auch überhaupt nicht sein. Ein zweiter negativer Aspekt ist, dass das Start-Stopp-System etwas träge reagiert. Man merkt auch, dass sich das DSG ja da etwas schwer tut bzw. etwas zu gemächlich ist. Besonders hat mich der Verbrauch hier enttäuscht und deswegen kommen wir zum nächsten negativen Aspekt. Und zwar haben wir hier einen Verbrauch laut Datenblatt von 6,1 Liter pro 100 Kilometer, was jetzt okay ist, aber auch nicht perfekt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier einen Durchschnittsverbrauch von 9,4 Litern haben pro 100 Kilometer. Das ist zwar jetzt auch vielleicht nicht ganz so realistisch, weil wir jetzt doch sehr unterschiedliche Fahrweisen hatten im Alltag. Könnte ich mir vorstellen, dass wir dann doch eher bei 8 Liter sind, was aber relativ viel ist. Vor allem, wenn man es vergleicht mit der 4. Generation. Da ist laut Datenblatt der Verbrauch mit 4,9 Liter angegeben, was schon wesentlich besser ist. Mir ist aufgefallen, dass der Superb gelegentlich dazu neigt, ein wenig zu schaukeln, vor allem wenn man in Kurven fährt und das gar nicht so, wenn man jetzt bei hohen Geschwindigkeiten ist, sondern auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten, aber vor allem wenn die Fahrbahn etwas uneben ist, dann merkt man, dass er da so ein bisschen schaukelt und wankt. Wenn man dann etwas ambitionierter in die Kurven fährt, dann merkt man sogar, dass er leicht untersteuert. Ja. Wer da vielleicht sich für das Sportfahrwerk entscheidet, das ist dann 15 mm tiefer gelegt, der hat da ein bisschen mehr Querdynamik beim Fahren. Es ist ein negativer Aspekt, aber es ist auch wirklich hier Jammern auf hohem Niveau. Was ist denn jetzt mein Fazit zum Fahrverhalten? Tja, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle beim Škoda Superb, muss ich sagen, denn es gibt schon ein paar positive Aspekte und denen würde ich auch eine sehr hohe Gewichtung beimessen. Und zwar vor allem der Sitzkomfort und auch die angenehme Geräuschkulisse im Innenraum. Die sind ja vor allem für die Langstrecke super relevant und deswegen auch extrem positiv. Aber es waren dann doch einige negative Aspekte. Und da sticht vor allem der Verbrauch raus. Der hat mich schon sehr überrascht. Und da bin ich froh, dass Škoda auch darauf reagiert hat und bei der neuen Generation der Verbrauch wesentlich besser ausfällt. Aber das führt auch zu meinen 3 von 5 Sternen fürs Fahrverhalten. Da muss ich sagen, hat mich dann doch hier und da einiges enttäuscht. Mich hat der Superb ja auf jeden Fall überzeugt. Vor allem für die Langstrecke ist es ein Top-Auto und man kann so viel hier hinten mitnehmen im Kofferraum. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich denn, die 4. Generation zu kaufen? Und das ja, ist Geschmackssache, denn ja, es hat sich auch optisch einiges getan. Die 4. Generation ist etwas aufregender, etwas mutiger geworden. Wer es aber gern klassisch hat und auch etwas zurückhaltender, der ist, glaube ich, mit der 3. Generation und dem Facelift gut aufgehoben. Auch im Interieur hat sich einiges getan. Ja, bei der Technik vor allem, da ist die 4. Generation auf jeden
jeden Fall einen Schritt voraus. Und was den Verbrauch angeht, da muss ich auch sagen, würde ich definitiv die 4. Generation wählen. Da hat Skoda einiges richtig gemacht. Die 3. Generation, die mit Facelift, die kann aber auch einiges, die überzeugt auch beim Komfort und bei der Fahrleistung. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine ernstzunehmende Alternative, vor allem wenn man auf den Preis achtet. Und den Superb, wie er hier steht, den gibt es für 28.800 € auf Autohero. Und deswegen schaut doch mal vorbei, wenn ihr gerade auf der Suche seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen.